Wir machen heute vegetarische Rigatoni al Forno. Die Zutaten sind, wie ihr selbst sehen könnt, relativ überschaubar. Ich habe alles nochmal mit genauen Mengen unten in der Infobox reingeschrieben, also checkt am besten da nochmal rein. Wir fangen erst einmal an, Öl in einen Topf zu erhitzen. Sobald das Öl heiß ist, geben wir den Knoblauch und die Zwiebeln hinzu. Nachdem ihr das alles goldbraun angebraten habt, könnt ihr nun die gehackten Tomaten mit etwas Wasser, Salz, Pfeffer und Oregano hinzugeben. Danach den Deckel auf den Topf und bei mittlerer Hitze 30 Minuten lang köcheln lassen. Kurz bevor die Soße fertig ist, kochen wir die Rigatoni al dente. Ich habe sie ca. 8 Minuten lang gekocht. Jetzt könnt ihr noch optional Sahne hinzugeben. Ich habe die Champignons, die Erbsen und die Brokkoli noch hinzugegeben. Diese müsst ihr allerdings noch, ich würde mal sagen, ungefähr 5 Minuten kochen lassen, damit die Brokkoli noch einigermaßen weich werden. So, nachdem die Nudeln in einer Auflaufform sind, könnt ihr die gekochte Soße noch drüber geben. Das kommt dann circa für 10 Minuten bei Ober- und Unterhitze bei 220 Grad in den Backofen. Ich habe noch ein Stück Mozzarella und Parmesan drauf getan. Allerdings könnt ihr da auch geriebene Edamer, Gouda oder sonst was nehmen, je nachdem, was ihr bevorzugt. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, um mich zu unterstützen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche.